Okay, ihr interessiert euch also für die Vorbereitung und den Einbau der Segel in das Rig der New Micromagic. Dieses Video hier soll und wird euch vermutlich auch dabei helfen. Ich zeige hier meine Vorschläge. Dass ich für deren Umsetzung keine Haftung übernehmen kann, das wird klar sein. Eine kurze Info zur Kompatibilität verschiedener Rigs und Segel, was dann bedeutsam wird, wenn man mal andere als die Seriensegel auf dem Boot einsetzen möchte. Auf dem Bild seht ihr zwei Rig-Versionen. Die geringen Unterschiede verdeutlichen, dass die New Micromagic neben dem Standard-Rig von Haka problemlos auch mit anderen Rigs ausgerüstet werden kann. Und in alle Rig-Versionen kann man alle für die Micromagic angebotenen Segelsätze einbauen, sofern man die Rig-Größe an die Segelgröße anpasst. Rigs ohne den Großbaumbeschlag von Haka, wie die hier gezeigten, sind verwendbar, da es für die New Micromagic passende Mastadapter gibt oder man sich die selbst anfertigen kann. Ebenfalls unbedeutend für den Einbau des Segels in das Rig sind unterschiedliche Drehachsen der Großbaumbeschläge, welche verwendet werden, wenn man eine variable Großsegelwölbung haben möchte. Der Überblick über das Material ist schnell erledigt. Im Baukasten ist ein fertiger Segelsatz enthalten, den wir gleich ins bereits gebaute Rig montieren. Eine gute Takelageschnur liegt ebenfalls bei. Ich persönlich verwende alternativ gerne Dyneema-Schnüre mit einer Stärke von 0,12 mm sowie solche kleinen Ringe, beides im Anglerbedarf zu finden. Neben den Teilen solltet ihr die aktuelle Bauanleitung der Firma Haka zur Hand haben. Fehlt euch diese, so könnt ihr sie von der Webseite der Micromagic Deutschland downloaden. Für die Verklebung gibt es je nach Land verschiedene Marken und Anbieter. An Segeln und Beschlägen werden Verklebungen ausschließlich mit Cyanacrylat-Klebstoff gemacht. Wichtig ist, die diversen Knoten während dieser Arbeiten hier immer mit einem Tropfen dieses Klebers zu fixieren. Bitte beachtet die Verarbeitungshinweise für dieses Produkt. Zusammengeklebte Fingerspitzen oder anderes sind nicht so spaßig. Vorab empfehle ich euch eine Sichtung der Platzierung der verschiedenen Ösen in den Segeln. Mit den Bildern hier zeige ich euch, was ich damit meine. Wenn man, wie hier unten am Vorleg der Fock, zu große Abstände hat, so kann man dies vor Einbau der Segel korrigieren. An der Fock hier erkennt man am roten und grünen Kreis, wie die Befestigung für den Vorlegstrecker umgebaut werden sollte. Hier seht ihr eine brauchbare Ausführung. Sollte an euren Segeln Änderungsbedarf bestehen, so ist das leicht zu machen. Am einfachsten brennt ihr mit einer heißen Nadel an gewünschter Stelle ein Loch durch Verstärkung und Segel und knotet da die Schnur an. Die Verstärkung nimmt die anliegenden Kräfte auch ohne Öse gut auf. Oder man macht sich mehr Arbeit und entfernt vorsichtig die Öse und brennt an gewünschter Stelle ein Loch ein. Oder man macht sich noch etwas mehr Arbeit, Öse und beidseitige Verstärkung entfernen, neue Verstärkung aufkleben und Loch einbrennen. Für die folgenden Arbeiten empfehle ich, das Segel, den Mast sowie den Baum jeweils auf eine ebene Arbeitsfläche zu legen. Ihr könnt dann die verschiedenen Maße, Abstände usw. besser einrichten. Ein Hinweis: Ich weiche hier in Reihenfolge und Ausführung unter anderem von den Schritten 55 und 56 der Bauanleitung ab. Anders als dort, Schritt 59, baue ich keine Klemmschieber oben im Vorstag ein. So habe ich alle Trimmmöglichkeiten unten am Fockbaum und die Verbindung mit dem Mast am Teil 28 kann freier drehen. Mit der Montage der Fock am Fockbaum beginnt die Arbeit. Der Fockbaum wird auf dem Bootsvordeck befestigt. Dafür fertigt ihr nun die Schnur gemäß diesem Bild an. Es ist wieder ein Verbindungselement vom Typ B, laut Schritt 48 der Bauanleitung, allerdings ohne den Ring. Längen und Anordnung wie gezeigt. Wenn ihr die Schnurschlaufe um den Fockbaum mit einem Tropfen Kleber fixiert, achtet darauf, dass die nicht am Fockbaum festklebt, sondern frei verschiebbar bleibt. Das kann beim Trimmen des Segels helfen. Positioniert die Schlaufe durch die beiden Silikonschlauchstücke im Abstand von 4,5 cm zur vorderen Nock des Fockbaumes. Die in der Fock-Vorliegtasche vorhandene schwarze Schnur aus der Herstellung ist nicht als Vorstag geeignet und muss gegen die mitgelieferte gelbe Schnur oder eine Dyneema-Schnur mit 0,12 mm Durchmesser ausgetauscht werden. Die Schnur sollte an beiden Enden etwa 15 cm überstehen. Setzt das Fock-Ausgleichsgewicht in die Bohrung vorne am Fockbaum ein. Später kann man mit einem Silikonschlauch passender Länge den gewünschten Abstand des Gewichts vom Fockbaum fixieren, damit die Balance stimmt.
befestigt den Vorstark mit einer Schlaufe auf der Achse des Fockgewichts und montiert den Vorliegstrecker, wie hier gezeigt, verschiebbar auf dem Fockbaum. Am Vorliegstrecker befestigt ihr eine Schnur von etwa 10 cm Länge. Mit dem verstellbaren Vorliegstrecker auf dem Fockbaum stellt man dann das Vorlieg ein. Mit der verstellbaren Fockbaumbefestigung wird der Abstand des Fockbaums vom Vordeck justiert. Die Einstellung des Achterstarks und die Einstellung der Fockbaumbefestigung passen das Rig an die Mastneigung an und regulieren die Vorstarkspannung. Hinten am Fockbaum müssen Schotanbindung und Schothorn, wie hier gezeigt, befestigt werden. Erstellt die Fockdirk mit einem Verbindungselement Typ B laut Schritt 48 der Bauanleitung, allerdings ohne den Ring. Dafür schneidet ihr ein etwa 60 cm langes Schnurstück zu und fädelt den Klemmschieber auf. Schnur durch die Öse auf dem Nockbeschlag fädeln und am Klemmschieber anknoten. Hier der Zwischenstand am Fockbaum. Oben an der Focknock werden Vorstark, Vorliegstrecker und Fockdirk an einem Ring befestigt. Hier könnt ihr sehen, wie das aussehen sollte. Um eine korrekte Position der Fock zu erhalten, ist es wichtig, alles genau einzustellen und zu fixieren. Stellt den Rutscher des Vorliegstreckers auf dem Fockbaum in eine mittlere Position. Fädelt die Schnur durch die Führung im Nockbeschlag des Fockbaums und durch die Öse an der Fock. Den Abstand zwischen Fockunterlieg und Fockbaum so einstellen, dass ausreichender Abstand, Markierung 1, verbleibt, denn das Fockunterlieg muss frei vom Fockbaum bleiben. Circa 6 bis 10 mm Abstand sollten reichen, die Schnur dann entsprechend verknoten und fixieren. Fertigt den oberen Vorliegstrecker an, knotet und fixiert dazu eine Schnur in der Öse der Focknock und in einem Abstand von ca. 5 cm knotet und fixiert ihr diese Schnur am Ring. Setzt das Vorlieg der Fock nun unter leichte Spannung, indem ihr zum Beispiel auf der Arbeitsfläche den Fockbaum und den Ring mittels Stecknadeln oder Klebeband entsprechend fixiert. Jetzt zieht ihr das vormontierte Vorstark ganz leicht an und verknotet und fixiert es mit dem Ring. Bei weiterhin fixiertem Fockbaum und Ring stellt ihr den Klemmschieber der Fockdirk so ein, dass genügend Verschieberaum nach beiden Seiten ist. Dann spannt ihr die Fockdirk leicht und verknotet und fixiert sie auch am Ring. So sollte eure Fock nun aussehen. Nun kommt das Großsegel auf die Arbeitsfläche. Großbaum und Mast werden zusammengesetzt, das Segel eingelegt. Ein Verbindungselement Typ A laut Schritt 48 der Bauanleitung anfertigen. Dies als unteren Vorliegstrecker am Großbaum einbauen, wie hier gezeigt. Rutscher dabei auf dem Großbaum so positionieren, dass genug Platz zum Verschieben in beide Richtungen bleibt. Am Ende der Schnur einen Haken so einknoten, dass das eingehängte Großsegel genug Abstand, ca. 15 mm, zum Großbaum hat. Am Großsegelkopf eine Schnur anknoten und fixieren. Dann anspannen und auf der Schnur die Stelle markieren, wo sie den Mastausleger berührt. Vorliegspannung nun unten etwas lockern und Schnur am Mastausleger an der markierten Stelle verknoten und fixieren. Zuletzt Vorlieg ganz leicht spannen. Großbaum durch Verstellen des Niederholers so einstellen, dass er leicht aufsteigend zum Großsegelunterlieg steht, wie hier gezeigt. Schothorn des Großsegels mit einer Schnur mit etwas Abstand, ca. 3 bis 4 mm, am Großbaum befestigen. Zuletzt wird das Vorlieg des Großsegels mit Schnurringen am Mast befestigt. Das Detailfoto zeigt, was gemeint ist. Der Spalt zwischen Segelvorlieg und Mast sollte 1 bis 2 mm betragen. Und beim Sichern des Knotens mit dem Klebstoff darauf achten, dass die Schnurringe nicht am Mast festkleben, sondern frei beweglich bleiben. Der letzte und recht bedeutsame Arbeitsschritt ist die Anbringung der Fock am Mast. Ihr arbeitet dazu zunächst noch am auf der Arbeitsfläche liegenden Mast weiter und positioniert die Fock passend vor dem Mast. An den Ring, an dem Vorstark, Vorliegstrecker und Fockdirk bereits befestigt sind, nun eine Schnur anknoten und fixieren, deren anderes Ende in die Bohrung des am Mast befindlichen Teils 28 einfädeln, zwischen Ring und Teil 28 einen Abstand von ca. 3 cm einrichten und dann die Schnur am Teil 28 verknoten und fixieren. Den Mast mit den Segeln vorsichtig auf dem Bootsdeck einsetzen und mittig festschrauben. Fockbefestigung auf dem Vordeck einhängen und so einstellen, dass der Fockbaum einen Abstand vom Deck von ca. 10 mm hat. Achterlieg am Heck einhängen und leicht anspannen, sodass etwas Druck aufs Rig kommt. Teil 28 auf dem Mast vorsichtig nach oben verschieben und so leichten Zug auf die Fock ausüben. Prüft, ob der Abstand des Fock-Achterliegs zum Mast, Markierung 4, etwa 8 mm beträgt
Die Zeichnung soll das verdeutlichen. Ihr werdet ein wenig ausprobieren müssen, bis alles passt. Ist die Ausrichtung der Fock im Rig gut, fixiert Teil 28 am Mast zum Beispiel mit Klebeband und markiert die Position. Betrachtet nochmal euer Werk. Das Rig sollte so austariert sein, wie hier auf dem Bild. Seid ihr zufrieden, nehmt das Rig vorsichtig vom Boot ab und verklebt Teil 28 an der markierten Position mit dem Mast. Damit ist die Bearbeitung der Segel und deren Einbau ins Rig geschafft. Der Antrieb eures Bootes ist nun startklar. Ich hoffe, mein Video zu diesem Thema hat euch gut informiert und auch Spaß gemacht. Ihr werdet immer wieder neue Videos zu diesem Thema der Micromagic auf meinem YouTube-Kanal finden. Also vielleicht bis demnächst.